Wenn ich einen Reifenumfang von 100 cm haben will oder einen Durchmesser, dann nehme ich den Reifen. Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Tatsächlich spielt die Größe des Hula-Hoop-Reifens eine wichtige Rolle. Heute möchte ich nur über das Thema sprechen. Wenn du noch Startschwierigkeiten hast oder wenn du dir unsicher bist, dann kann ich dir vielleicht heute etwas weiterhelfen. Also bleib auf jeden Fall dran. Es gibt eine Faustregel, der Reifen sollte vor dem Körper aufgestellt und bis zum Bauchnabel reichen. Das ist die Faustregel, allerdings passt es nur bei Normalgewichtige. Bei Übergewicht wird empfohlen, dass der Hula-Hoop noch größer sein soll. Und ich finde, alles, was über 100 cm geht, ist schwer zu finden. Ich kann mal googeln. Ich werde mal googeln. Vielleicht finde ich noch größere Reifen und werde euch die dann in die Infobox packen oder verlinken. Die Reifengröße sollte passend sein, damit die Bewegungen langsamer ausgeführt werden kann. Also je größer der Reifen, desto langsamer in der Bewegung. Und am Anfang ist das wirklich eine sehr, sehr große Hilfe, weil der Reifen einfach viel länger braucht. Also viel länger um die Hüfte oder um die Taille. Und wenn ihr dann fortgeschrittener seid, ist es egal, wenn der Reifen vielleicht mal 3 cm kleiner ist oder so. Aber ja, welche Größe ist denn nun die richtige für mich? Bei einem Taillenumfang von 95 bis 105 cm wird ein Reifenumfang von 105 cm empfohlen. Bei einem Taillenumfang von 106 bis 115 wird eine Reifengröße von 110 cm empfohlen. Bei einer Taillengröße oder bei einem Taillenumfang von 116 bis 125 cm sollte der Reifenumfang zwischen 120 und 130 cm sein und bei einem Taillenumfang von 126 bis 140 cm, dann sollte der Reifenumfang 140 cm haben. Auch das Reifengewicht spielt eine wichtige Rolle. Hier kommt es aber darauf an, ob du Anfänger, Fortgeschritten oder Profi bist und auch auf das Körpergewicht, also wie viel du wiegst. Als Anfänger sollte man nie über ein Gewicht von 1,5 Kilo gehen. Wenn du ein Körpergewicht von bis zu 65 Kilo hast, solltest du einen Fitnessreifen mit 1,2 Kilo wählen. Wenn du über 65 Kilo wiegst, dann 1,5. Es gibt aber auch Reifen mit einem Gewicht von 1,6 Kilo bis 3,2 Kilo. Ob das alles noch toll ist für den Körper, mag ich zu bezweifeln, weil die Massage dann natürlich auch heftiger ist. Je schwerer der Reifen, desto intensiver die Massage und irgendwann ist das auch nicht mehr angenehm. Also auch gerade was blaue Flecken betrifft, dann braucht man definitiv einen Bauchgürtel und die Ausführung ist auch nicht mehr so sauber. Also ich finde bis 2 Kilo ja, bis 2,5 Kilo geht so. Es kommt hier natürlich auch darauf an, wie viel du wiegst. Das ist natürlich alles nur eine grobe Orientierung. Es kommt auch darauf an, wie schmerzempfindlich du bist. Aber wenn du zum Beispiel 50 Kilo wiegst und ein Reifengewicht von 3 Kilo hast, warum? Also man sollte immer ein optimales Trainingserlebnis haben, finde ich. Leichte Reifen sind eher was für Fortgeschrittene, also Reifen mit 600 Gramm oder 700 Gramm. Denn man braucht sehr, sehr viel Energie. Je schwerer und größer der Reifen, desto leichter ist der Reifen oben zu behalten und desto langsamer dreht er sich um den Körper. Ein leichter Reifen, der dreht sich einfach viel, viel schneller um den Körper oder um die Hüfte. Und das heißt, ihr müsst viel schneller in der Bewegung sein. Und am Anfang, macht das mal. Das richtige Messen. Wenn ich einen Reifenumfang von 100 cm haben will oder einen Durchmesser, dann nehme ich den Reifen und beachte den Innenbereich. Das hier ist der Durchmesser. In erster Linie interessiert mich nicht, wie groß der Reifen ist. Sicherlich bekomme ich dadurch auch einige Informationen, aber für mich ist entscheidend, sicherlich, ne, wenn der Reifen 80 cm groß ist, kann der Durchmesser keine 100 cm sein. Aber ihr wisst, was ich meine. Also für mich ist der Durchmesser entscheidend und darauf muss ich achten, damit ich die passende Größe ermittle. Das habe ich auch schon gehört, dass man oft den ganzen Reifen misst. Es geht einfach nur um den Innenbereich. Der Innenbereich ist für dich entscheidend. Ich glaube, das sind mit die wichtigsten Punkte. Bin ich der Meinung. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen für einen erfolgreichen Start natürlich. Ich kann dir gerne mal meine Playlist verlinken für weitere Hula-Hoop-Videos. Schaut euch gerne mal meine Playlist an
Und da findet ihr weitere Tipps und Tricks vielleicht. Ja, vielleicht. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr möchtet, um keine weiteren Videos zu verpassen. Macht es gut. Bis bald.